Sei dir bewusst, was du jetzt im Augenblick tust. Was tue ich gerade? Schön, wenn die Antwort nichts heißt. Aber erforscht es genauer. Gut ist, wenn die Antwort zutreffend ist. Zum Beispiel, wenn du wartest, dann ist das nicht ein Nichtstun, weil warten heißt, ausgerichtet sein auf das Zukünftige. Diese Ausrichtung ist das Tun und dann ein danach suchen, die Zeit zu überbrücken. Im Körper umherwandern und sich bei einzelnen Körperempfindungen aufzuhalten, ist auch ein Tun, das Tun des Umherwanderns. Nicht fühlen ist oftmals im Grunde immer ein Tun. Weil das Fühlen ganz offensichtlich der natürliche Zustand ist. Und um nicht zu fühlen, muss man weggehen und dieses Weggegangensein aufrechterhalten. Auch das ist ein Tun. Du kannst es selbst leicht überprüfen. Wenn du nämlich allein die Frage nach innen richtest, was fühle ich jetzt, merkst du Anspannung abfallen. Das zeigt dir, dass das Ausrichten aufs Fühlen ein weniger an Tun ist. Also die Frage, was tue ich gerade, das ist sehr gut, wenn man die möglichst genau erforscht. Die nächste Frage, was will ich gerade? Und diese Frage, was will ich gerade, wird oft durch die erste Antwort beantwortet. Die erste Antwort ist vielleicht, oh, ich will nichts. Aber wenn du gemerkt hast, bei der Frage, was tue ich? Ich warte. Hinter dem Tun ist natürlich ein Wollen. Ich will, dass was Spannendes passiert. Ich wünsche mir, dass das Jetzige vorbeigeht. Oder umgekehrt. Ich wünsche mir, dass das Jetzige möglichst lange bleibt und nicht gestört wird. Also, das, was du gerade willst, das ist oft erst erschließbar dadurch, dass du entdeckst, was du tust. Weil das, was du tust, in das bist du reingeraten, ohne dir des Wunsches bewusst zu sein und dich dafür zu entscheiden, diesem Wunsch zu folgen. Du bist da buchstäblich viel mehr hineingeraten, als dass du das, was du tust, vorher ein Plan gewesen wäre.
Aber das Spannende ist einfach, sich auf diese Weise immer deutlicher kennenzulernen. Was spielt sich da in meinem inneren Universum eigentlich ab? Wenn du jetzt die Frage gestellt hast, was will ich, und hast solcherlei Entdeckungen gemacht, dann kannst du die nächste Frage stellen: Was will ich eigentlich? Vielleicht die Antwort: mich dem Nichtstun nähern? Und als nächste Frage kommt die Frage: Was fühle ich jetzt? Und jetzt kommt sozusagen noch einmal ein Gegencheck. Was vermeide ich? Die Frage kann auch lauten: Gibt es irgendetwas, was ich auf jeden Fall verhindern möchte? Diese 5 Fragen sind eine gute Orientierung für einen Moment von Meditation, für den Beginn von Meditation. Auch gut für den Beginn der Bewusstheitsübung, aber vor allem auch gut für ein inneres Zu sich kommen, wenn man auf der Arbeit eine Pause hat, die Mittagspause beginnt oder eine Teamsitzung vorübergegangen ist. Ist ein bisschen so, wenn man in eine fremde Stadt kommt und ein Hotelzimmer bezieht oder eine Pension, die man noch nicht kennt. Man orientiert sich erst. Da ist das Bad, dann packt man ein bisschen aus, vielleicht schon alles, je nachdem. Man guckt, wo ist das Licht, sodass man fühlt sich besser, wenn man ein bisschen sich jetzt auskennt. Und so ist das ungefähr mit dem Inneren auch. Man fühlt sich eigentlich besser, wenn man sich dessen gewahr ist. Weil in vieles ist man einfach nur hineingeraten.
Und dabei kannst du wie immer zwei Seiten des Lebens unterscheiden. Das, was geschieht, was du erfährst und was du wahrnimmst, ist das eine. Eigentlich würde das reichen. Aber da sagst du, nee. Dann tritt nämlich die andere Hälfte auf den Plan. Die kommentiert das, bewertet das. Oh, meine Wünsche heute, die waren aber jetzt sehr grenzwertig. Wo ich eigentlich nichts wünschte, was ist mir da plötzlich dazwischen geraten? Wie konnte das passieren? Hoffentlich hat es kein anderer gemerkt, indem ich mein Gesicht verzogen habe. Und letzte Woche war ich doch viel besser da drin. Da konnte ich doch schon nichts tun. Und was muss ich jetzt feststellen? Habe ich das nicht ein bisschen anders hindeichseln können, dass ich es nicht hätte bemerkt? Das ist das kommentierende Selbst, das Erzählende. Ständig neue Geschichten, wie es letzte Woche war, wie es jetzt ist, ob man damit zufrieden sein kann. Ne? Das ist dieses erzählende Selbst. Und eins der größten Errungenschaften des Aufwachens besteht darin, dass dieses erzählende Selbst verschwindet. Was für eine Erleichterung. Endlich das Leben selbst statt dieses erzählende Selbst. Ich habe manchmal so das Bild, ich denke mir auch neue aus, aber manche sind einfach gut, wie wenn du in Urlaub fährst und nimmst einen großen Koffer mit lauter Urlaubsprospekten fürs nächste Jahr. Und sitzt den ganzen Tag in deinem Hotelzimmer, kaum dass du zum Strand findest, und studierst alle Urlaubskataloge, damit du nächstes Jahr den perfekten Urlaub hinkriegst. Und im nächsten Jahr ziehst du dann an einen anderen Ort mit einem Koffer voller Urlaubsprospekte für übernächstes Jahr. Aber dann sagst du, oh, das ist mir zu langweilig. Ich nehme noch die Fotoalben mit vom vorletzten Jahr. Und dann merkst du, du hast nur das Zimmer fotografiert. Dann bist du erschüttert. Was tue ich? Was will ich? Was will ich eigentlich? Was fühle ich? Was vermeide ich? Wenn du die Tonübung machst, und da ist der Ton, und du weißt, was du fühlst, und der Ton ist im Kontakt und im Zusammenhang mit dem Gefühl, dann kann es sein, dass du merkst, der Ton ist nicht ganz stimmig. Ne? Der Ton ist die Stimme und du merkst, der ist nicht ganz stimmig. Dann kannst du fragen, was tue ich? Das ist dir schon aufgefallen. Du merkst, der Ton bricht zum Beispiel zu schnell ab. Ich töne, breche den Ton aber ab.
Oder ich töne, aber der Ton ist verbunden mit einer Anspannung. Ich spanne mich dabei an. Oder ich töne, aber mein Eindruck ist, ich ziehe den Ton zu lange. So, und jetzt ist die Frage, was will ich? Möglichkeiten. Ich will die Aufgabe gut erfüllen. Dann merkst du, oh, das kann in Konflikt kommen oder da kann ich in Konflikt geraten sein mit dem Fühlen, indem ich mich so auf den Ton konzentriere, dass ich das Gefühl verpasse. Oder ich will während des Tönens noch einen Teil Kontrolle behalten. Kann sein, dass du das daran merkst, weil der Ton gepresst ist, nicht frei. Oder ich will eigentlich, merke ich, mit dem Ton mir Erleichterung verschaffen. Ist die Frage, ist das Sinn des Tones? Ist das jetzt für mich das Beste, wenn ich so etwas will, was auf das Zukünftige gerichtet ist, gleich Erleichterung haben? Also, da bist du mit dem Fühlen. Das Fühlen hat Raum, da ist der Ton und dann hilft dir die Frage, was will ich gerade mit der Ton? Ich war schon beim nächsten Satz, weil als nächstes kommt die Bewegung. Wenn wir die Tonübung meistens, wie jetzt gleich auch im Stehen machen, dann gibt es unterschiedliche Bewegungen manchmal. Ist gut, wenn Bewegung da ist, wenn es die Bewegung des Gefühls ist. Was man öfter beobachtet, ist so ein rhythmisches Bewegen, was entsteht. So, und bei diesem rhythmischen Bewegen ist es ganz wichtig zu fragen, was tue ich? Ich bewege mich rhythmisch. Vielleicht wird dir da schon bewusst, so als wenn ich mich wiegen würde. Was will ich? Was will diese Bewegung? Wenn du sagst, oh, das weiß ich jetzt nicht sofort, dann könnte erstmal entdeckt werden, was hat es für einen Effekt? Und dann könnte es sein, der Effekt ist, dass ich ruhiger werde. Und dann könnte die Frage sein, vielleicht ist genau das, was ich will, mich mit der Bewegung beruhigen. Könnte auch sein, die Bewegung fühlt sich so an, als wenn ich mich wach machen wollte. Jedenfalls, um dann herauszufinden, ist das eigentlich eine Bewegung, die zum Gefühl gehört? Oder eine Bewegung, die damit gar nichts zu tun hat oder sogar dagegen gerichtet ist? Ist die Frage, was will ich gerade damit? Wenn euch das zu kompliziert und anstrengend vorkommt, dann könnte ich euch Folgendes garantieren. Zu Anfang braucht es einen gewissen Aufwand. Das ist ganz klar. Wie alles, was man neu lernt, auch das Autofahren, ne? Ohne wirkliches die Gänge und wann ich schalte und wie, also und so. Aber wenn man
Wenn diese Fragen so innerlich so dich begleiten und selbstverständlich werden, dann kann ich dir garantieren, wird dein Leben leichter. Vor allem, du findest dich dann nicht ständig in Situationen, wo du das Gefühl hast, ich weiß gar nicht, was hier vor sich geht. Ich bin komplett desorientiert, was ist eigentlich jetzt? Und das ist, was das Leben leichter macht. Vor allem, wenn es dir gelingt, diese 5 Fragen zu stellen, ohne dass das Erzählende selbst auf den Plan tritt, dass das bewertet, dass dich toll findet oder unzureichend findet. Es macht das Leben leichter. Und schön ist, wenn dir zu Anfang nicht nur auffällt, dass es einen gewissen Aufwand bedarf, sondern dass es auch interessant und spannend ist. Interessant und spannend und auch lohnenswert zu merken, boah, ich kann viel mehr von mir verstehen, als ich vorher dachte. Was tue ich jetzt, nachdem ich diese Worte alle gehört habe? Kannst du dich fragen. Was fühle ich, kannst du dich fragen. Fühle ich diese gewisse freudige Neugier darauf und Freude darüber? Oder fühle ich eine Bedrückung wegen des Aufwandes? Und auch, was denke ich? Denken ist immer ein Tun. Ne? Das Tun ist nicht nur das Äußere, sondern auch das Innere natürlich. Kommen da solche Gedanken, ein Zweifel, ob ich das schaffe, ob ich daran denken werde, wenn es mir nutzen könnte, zum Beispiel nach der Teamsitzung bei der Arbeit oder manchmal währenddessen? Habe ich Sorge, ob ich das hinkriege? Habe ich Sorge, ob ich dann die Antworten finde oder die Antworten nicht finde und mich dann noch schlechter fühle, weil das erzählende Ich dann auftritt und mich irgendwie als unzureichend beurteilt? Das erzählende Ich hat einen ganz fiesen Bündnispartner. Und das ist der Teil des Über-Ichs, der sagt, was du solltest. Und dann wird jede Errungenschaft zu einer Plage. Ich sollte jetzt jeden Tag immer diese 5 Fragen stellen. Ich sollte immer die Antworten parat haben. Man hört das so von Zeit zu Zeit, wird mir zugetragen, oh, es entsteht so ein Druck. Manchmal erzählt mir jemand, die Bewusstheitsübung ist so doof, die setzt mich so unter Druck. Aber es sind nicht die Übungen, es ist nicht das Aufwachen, sondern es ist hier dieser Teil, der aus dem Satz,
ich möchte diese 5 Fragen manchmal stellen und davon profitieren, diesen Satz mit einem Wort umdreht und sagt, ich sollte diese 5 Fragen mir jetzt immer stellen und richtig beantworten. Dieser Tausch, dieser Austausch, der macht das. Der macht das ganze Unglück. Der Unterschied ist ein Unterschied. Wenn du sagst, ich möchte und diesen Wunsch fühlst, das Gefühl dabei ist Sehnsucht, und dieser Wunsch erfüllt sich nicht, dann bedauerst du das. Aber du bleibst weich und dein Herz bleibt offen. Wenn du sagst, ich sollte das tun und du tust es nicht, dann kommt nicht das Bedauern, dann kommt die Anklage und der Vorwurf. Wie konnte ich nur, wieder habe ich versagt. Auf ein Sollte kommt immer eine Anklage. Ein Vorwurf. Ein Selbsthass. Und dann ist dein Herz nicht offen und weit, sondern eng. Und du solltest nichts. Das lässt dich frei sein. Und wenn du dann dahin kommst, die 5 Fragen zu stellen und die Antworten zu finden, dann kennst du dich in dir besser aus. Und das erhöht dein Freisein. Wenn du es aber machst, weil du es machen solltest, dann erhöht es die Freiheit nicht. Dann machst du neue Gitterstäbe an dein Gefängnis.